Hey, meine Rabauken, hier ist ganz, ganz komisch. Ich bin auf Chaosflohs Kanal, denn heute bauen wir die Konterfalle gegen Flo. Und dazu habe ich extra einen Account erstellt, nämlich den Kollegen hier, Melonenfan XX. Und da gehe ich jetzt unter das neueste Video von Flo. Ihr habt den Titel richtig gelesen. Ja, ihr habt den Titel richtig gelesen, mein lieber Flo, denn ich schreibe jetzt hier einen Kommentar. Flo, wichtig. Ich habe bei Ben gesehen, dass auf der anderen Seite noch ein Crying Obsidian steht. In Klammern OP für Crystal PvP. Muss das ein bisschen wild schreiben, dass das nicht so nach mir klingt. Das muss ungefähr bei minus 1000 plus 800 sein. Du musst schnell sein. Bin großer Fan. Liebe Grüße. Melonen-Fan. Hashtag biggest Fan. Irgendwie so schreibe ich das, Leute. Das passt doch, oder? Diesen Kommentar schicke ich jetzt ab. Dort ist er. Und den wird Flo natürlich lesen und wird dann zu den Koordinaten kommen und dort wird meine Falle auf ihn warten. Das Lockmittel ist somit gestellt, der Kommentar ist geschrieben und jetzt müssen wir uns aber schnell daran machen, bevor Flo online kommt und die eigentliche Falle bauen. Dazu habe ich aus meinem Geheimlager, in dem ich tausende Blöcke getravelt bin. Das klingt wie ein Prank, weil vielleicht ist es ja auch direkt hier um die Ecke. Habe ich Crying Obsidian geholt. Hier haben wir ihn nämlich. Sehr, sehr selten. Wahrscheinlich der seltenste Block überhaupt auf dem Server. Wir bauen dazu diesen Obsidianski ab und platzieren hier den Crying Obsidian. Den Kollegen muss er nämlich abbauen. So, jetzt muss man mal ein bisschen gucken, dass man hier nicht sieht, dass ich da einen Beobachterblock hin platziere. Das heißt, wir machen mal, wartet mal Leute, gebt mir mal eine Sekunde. Jetzt ist Terraform ist hier nämlich ganz, ganz wichtig. So, jetzt müssen wir das hier hin platzieren. Weil da kommt halt ein Beobachterblock hin. Den darf man natürlich nicht sehen, ne? Das ist klar. So, und dass hier eine Lücke ist, das sollte man idealerweise auch nicht sehen. So, wir müssen nämlich sehr darauf achten, Flo als Fallenexperte, da brauchen wir natürlich eine besonders unsichtbare Falle. So, perfekt. Damit ist das Lockmittel gesetzt. Und ich sag mal so, ne, wenn ich jetzt hier, wenn ich ein bisschen mit ihm gefightet habe, dann werde ich ja fake fliehen, weil ich habe eine volle Mending-Rüstung, Leute. Ich fliehe vor gar keinem. Übrigens, ihr habt es in die Kommentare geschrieben, ich hatte keine Atmung 3 auf mein Hemd. Habe ich dazu gepackt. Full Mending, perfekt verzaubert. Geil. So. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Übrigens, ich habe natürlich, ihr seht das an meinem Level, beziehungsweise ihr seht es nicht, weil ich habe Level ausgegeben, weil ich ja Atmung drauf gepackt habe und so weiter und so weiter. Aber ich kann euch mit der Mystery Box des Tages zeigen, ich habe hier wieder kräftig geangelt. Ich habe aber gerade schon mal durchgeguckt. Ich meine, da war leider keine Reparatur. Ich habe eine relativ schlechte Quote, möchte ich mal ganz kurz erwähnen, glaube ich. 22.000 Mal und ich habe 5 Mal Mending geangelt. Das heißt, roundabout alle 4.500 Mal habe ich ein Mending geangelt. Das ist schon ja eine schlechte Quote, oder? Naja, sei es drum, das ist jetzt hier nicht Aufgabe der heutigen Episode. Wir wollen uns an Flo rächen für seine Fieslingsfall. Also, ich lock ihn dahinter, lalila, wir fighten, lalila. Ich meine, vielleicht kill ich ihn ja auch. Aber der hat nur noch ein Herz. Das würde zu weit gehen, sage ich. Ich will eigentlich nur ihn killen. Letztes Herz ziehen wäre zu respektlos. Dann fliehe ich fake in die Berge. Er kommt natürlich zurückgelaufen, um ihm das wertvolle Crying Obsidian zu gönnen. Und man geht ja schon eher relativ nah ran, um das abzubauen. Bei so schweren Blöcken Obsidian, da gehe ich immer so nah ran. Da würde ich jetzt hier so stehen. Ich würde das hier so abbauen. Und diese 4 Blöcke sind dann die eigentliche Falle. Boah, das wird so geil. Okay, das heißt, die bauen wir alle ab. Bup, bup, die müssen wir aufheben, die sind sehr, sehr wichtig. Die 4 Blöcke bauen wir ab. So, hier platzieren wir jetzt 2 Honigblöcke und 2 Slime-Blöcke. Die habe ich wirklich. Leute, die zu farmen, das war ein Krampf, das glaubt ihr mir nicht. So, das heißt, wir machen jetzt, warte mal, erstmal müssen wir da natürlich den Beobachterblock machen. Da muss ich kurz den Rucksack tauschen. Ich habe ja dank meiner vielen Fallen, die ich hier schon alle mal gebaut habe, habe ich natürlich die meisten Blöcke schon in der Vorbereitung. So, hier wollen wir den Beobachterblock. Den machen wir, ich meine, so. Haut das hin? Ja, perfekt. Das heißt, wenn der abgebaut wird, kommt da ein Redstone-Signalement. Dann platzieren wir hier 2 klebrige Kolben. Ja, das ist richtig. Und wir brauchen außerdem hier 2 klebrige Kolben, meine ich. Ich glaube, so ist richtig, oder? Wenn die ausgefahren sind. Die müssen eins weiter nach hinten tatsächlich. Wartet. Ich habe da eine Falle gekocht, Leute. So. Da kommen die beiden Slime-Blöcke dran. Die werden dann ausgefahren. Das baue ich auch mal ab, den Käse. Da kommen die beiden Honigblöcke ran. Bup, bup. Zack. Und dann haben wir unsere perfekte Plattform. Dann haben wir ja schon mal alles ready. Das kann ich ohne Probleme terraformen. Da wird man 0,0 sehen. Das ist gar kein Problem. So.
Die Dinger brauchen natürlich jetzt Redstone, das ist klar. Dadurch, dass ich ja so unendlich viele Bücher habe, das ist halt natürlich der relativ schöne Vorteil, den ich jetzt habe, kann ich packe das hier alles mal hier oben rein, kann ich jetzt halt mal kurz gucken, wartet mal, Bücher, da müsste ich doch, habe ich hier irgendwo, verdammt, ich habe die ja alle in mein Lager getan, scheiße. Das heißt, wenn ich Pech habe, habe ich jetzt hier gar keine Behutsamkeit mehr. Also ich meine, ich habe dutzendfach Behutsamkeit, das hat für mich alles gar keinen Wert mehr. Vielleicht habe ich ja hier irgendwo Glück und wir haben hier noch irgendwo eine Behutsamkeit. Es sieht aber schlecht aus, tatsächlich. Mann, ey, ich bin der Bücherkönig des Servers. Ich habe 1 Million Bücher. Ich habe alle Bücher, die man sich irgendwie vorstellen kann, ey. Aber jetzt habe ich hier alle in mein Lager getan, als ich das Crying Obsidian geholt habe. Das ist übrigens Top Secret, also das habt ihr auch noch nicht gesehen. Und jetzt muss ich mich trotzdem stellen und hier die ganzen Cobblestone hier, ey, muss ich hier doch braten. Brauche ich nicht den Quatsch. Mann, okay, das brauchen wir mal mehr Cobblestone. Ich muss nämlich ein paar Verstärker craften. Die Kunst an dieser Falle ist nämlich, deswegen brauchte ich auch unbedingt die Slime- und die Honigblöcke, weil man fragt sich jetzt, also ein bisschen eine komische Blockkonstellation, die braucht man doch gar nicht, die Blöcke. Richtig. Das Besondere an dieser Falle ist allerdings, dass sie quasi flat ist. Das bedeutet, sie lässt die Blöcke verschwinden, auf denen du stehst. Ne? Weil häufig hat man natürlich das Problem, dass man dann die Blöcke einfach eins nach oben bauen müsste. Das wäre aber natürlich sehr auffällig hier. Wir möchten ja quasi diese Ebene hier, dass die verschwindet. Und das ist natürlich relativ schwer. Und das gelingt dir mit Honig- und Slime-Blöcken, weil die sich wiederum mit den Blöcken connecten, die sie berühren. Das ist quasi wie so eine Art Magnet, kann man sich das vorstellen. Und das zeige ich euch auch gleich, wie man das hier sehr geil benutzen kann. Dazu müssen nämlich hier mal 2 Verstärker ran. Und dann wollen wir mal hier noch ran. So. Da müssen auch 2 Verstärker ran. Den zweiten besorge ich mir gleich. Es ist halt immer viel Redstone für solche Fallen, ne? In der Zwischenzeit führen wir dieses Redstone-Signal hier schon mal richtig schön unter die Erde, damit wir dann nämlich das Problem nicht so krass haben mit dem Verstecken. Das beides müssen wir connecten. Ich merke schon, das wird Terraform. Da müssen wir einiges terraformen, ne? Aber das kriegen wir, ist gar kein Problem. So, dadurch, dass wir hier natürlich komplett in der freien Natur sind, haben wir alle Möglichkeiten, das richtig schön zu terraformen. So, jetzt kommt hier noch der letzte Verstärker auf diese Seite. Bupp. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Lasst mich das mal ganz kurz. Ich verbinde es erstmal so ein bisschen basic. Also, da würde ich sagen, geht man hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Damit ist die erste Seite verbunden. Und dann wollen wir natürlich noch auf die zweite Seite. Das geht dann eher in diese Richtung. Das heißt, da hätten wir das hier und... warte, Leute. Das wird schwierig. Jetzt hier rein. Kann ich das auf Magma platzieren? Das geht. Crazy. So, und dann connecten wir natürlich das hier. Jetzt sind beide connected. Wir wollen aber, und das ist jetzt das Besondere, das machen wir auch hier drin, wir wollen aber das Signal tatsächlich umkehren. So, perfekt. Jetzt ist das Ganze nämlich ausgefahren. Und das Gleiche wollen wir natürlich... ja gut, das geht jetzt hier gerade nicht so gut. Warte mal, das muss man, glaube ich, ein bisschen anders lösen. Das Gleiche wollen wir natürlich hier auch machen. Upp. Jetzt können wir schon mal die Falle so weit zubauen. Sieht das Ganze nämlich so aus. Und wir platzieren erstmal Platzhalterblöcke hier noch, damit wir sehen, wo wir die Falle gebaut haben. Hier muss man halt stehen, hier in diesem Umkreis. Ist relativ eng, ne? Aber keiner baut so Crying Obsidian ab. Bei so einem schweren Block, da geht man immer ran. Eigentlich. Das ist so ein psychologisches Ding, weil man hat Angst, dass das abbricht. Man geht da immer so nah ran. Das heißt, das wird schon passen. So. Und wenn ich jetzt diesen Block abbaue, passiert erstmal nichts, weil wir da tatsächlich ein Signalproblem haben. Denn der gibt nur ein ganz, ganz, ganz kurzes Signal ab, weil ja während der Block sich verändert, das ist eine Millisekunde. Und das reicht natürlich nicht aus, um unsere Falle hier auszulösen. Jetzt beginnt nämlich eine wirkliche Schwierigkeit. Jetzt müssen wir nämlich hinkriegen, aus diesem ganz, ganz kurzen Millisekundensignal ein langes Signal zu bekommen. Und zwar so lange, dass Gemello wieder mal meine Einrichtung auseinander nimmt. Nein, und zwar ein so langes Signal, dass, naja, die Falle ausgelöst wird ordentlich. Weil die geht ja wieder zu. Sobald das Signal weg ist, das sind ja Sticky Pistons, klebrige Kolben, werden die Blöcke ja wieder zurückgeschraubt, damit er sich nicht nach oben raus enderpearlen kann. Das ist ja die Schutzmechanik, warum das so wichtig ist. Und das muss natürlich... darf aber auch nicht zu kurz sein. Nicht, dass er hier steht, bub, bub, und er steht hier immer noch, weil es so schnell wieder zugegangen ist, dass es ihn gar nicht gejuckt hat. Das darf uns natürlich nicht passieren. Das heißt, wir wollen das Signal verlängern. Das klappen wir mit zweimal so, 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 so und so. Zack, fertig. Und jetzt muss das Ganze noch weg. Lasst mich kurz gucken. Ja, so Terraform-mäßig müssen wir gleich mal
Aber es ist halt am Ende des Tages, habe ich es halt nur einen Block länger gemacht. Also wenn ich das einfach runterziehe, das wird keinem Menschen auffallen. Also als ob jemand weiß, wie die Dimension von so einem Room Portal ist, ob das jetzt ein Block mehr oder weniger ist, das würde keinem auffallen. So, hoffen wir jedenfalls mal. Ich bin gespannt, ob am Ende des Videos wir Flo gekillt bekommen. Den Fallenmeister, ey. So, gerade gegen ihn muss natürlich eine besonders starke Falle. So, jetzt machen wir quasi diesen Move. Und dann haben wir das Ganze auch schon eingetütet. Jetzt können wir hier runtergehen. Und das müsste eigentlich auch schon Hauptpunkt der Falle sein. Ist ein bisschen viel Redstone-Technik, ein bisschen viel Theorie, Leute. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ich hätte mal einen anderen Block hier platzieren sollen, weil jetzt ist natürlich das Ganze ein bisschen aufwendig. Aber eigentlich müsste es jetzt schon hinhauen. Wir machen mal den ersten Test. Ihr wisst, meine Fallen hauen für gewöhnlich beim ersten Test nie hin, aber dafür... Ja, okay, also sie haben so gesehen hingehauen. Aber warum ist der Block hier so komisch verschoben? Warte mal, das soll natürlich auch nicht so sein. Ich glaube, weil ich die Honigblöcke nicht an den klebrigen Kolben platziert habe. Warte mal. So. Wir müssen irgendwie... Warte mal. Wie kriegen wir das hin, dass die... So. Zack. Das gleiche auf der anderen Seite. Zack. Aber ich muss die jetzt nochmal richtig schön sauber da dran platzieren. Na, guck mal, bei dem geht's, aber bei dem macht das nicht. Erste Seite. Aha. Zweite Seite. Aha. Test 2. Okay, eine Seite hat schon mal hingehauen. Wir haben uns gesteigert, Leute. Eine Seite hat perfekt hingehauen. Ihr habt es gesehen. Warte, jetzt muss ich aber ganz kurz mal gucken. Oh, nein, wartet. Falsche Richtung. Nächster Test. Wir gucken, ob wir in das Loch fallen. Test Nummer 3. Bei Test Nummer 2 hat nur die rechte... Also Test Nummer 1 hat gar nichts hingehauen. Test Nummer 2 hat nur die rechte Seite hingehauen. Ich bin jetzt gespannt bei Test Nummer 3. Jetzt müsste eigentlich beides hinhauen. Und Attacke. Jawohl. Oh mein Gott. Das ist ja eine ganz andere Todesfalle. Das wollte ich gar nicht so... Oh, das hätte mich fast gekillt. Alter. Okay, ich check. Aber es hat perfekt hingehauen, tatsächlich. Jetzt müssen wir nur den kleinen Tunnel bauen, sag ich mal, wo dann Flo reinfällt. Das war eine ganz andere Form von Todesfalle. Das wollte ich gar nicht so bauen. So, das ist ja schön hier. Warte mal, die Blöcke sind sehr, sehr wichtig. Die muss ich schön behalten, alle. Ja, ich muss jetzt... Warte, was muss ich jetzt ausbauen? Ich mach mal so. Erstmal das 2×2 ist klar. Das ist erstmal so das Basic-mäßige. Warte mal, auf welcher Höhe sind wir jetzt hier? Sagen wir mal die 80. Wir brauchen schon so gediegene 32 Blöcke. Muss das schon nach unten gehen, ne? Das muss ja auch Full Dia Prot 4 killen. Warte mal, aber ich bin schlau dieses Mal. Da muss ich nicht so nervig den Wassereimer platzieren. Dann kann ich direkt einfach hochschwimmen. Also aufpassen, dass wir dem Wasser nicht das Redstone hier kaputt machen. Okay, ab nach unten. Wir müssen runter auf die 48, Freunde. Ab da ist nämlich der Critical-Punkt. Dann platzieren wir unten Tropfsteine. Dann scheppert's nämlich Flo ins Void. Also nicht buchstäblich ins Void, aber ich meine im Sinne von, dann ist ja auf jeden Fall Brei. So. Ich werde mir auf jeden Fall ein Souvenir aus seinem Inventar nehmen, das kann der wissen. So, Tropfsteine haben wir doch hier irgendwo. Wo sind sie denn? Hier, da platzieren wir ganz schick diese... Nice. Warte mal, jetzt habe ich das ganze Ding, ich glaube so 6... Also ich brauche eine Menge Werkbänke jetzt, wartet mal. Ich brauche eine verdammt Menge Werkbänke. Ich habe aber dazu Holz gefarmt. Die hatte ich, glaube ich, in meinem Bücherrucksack. So. Ja, jetzt wird es halt respektlos, ne? Weil ich muss halt die Wände aus Werkbänken machen, damit er sich nicht so leicht mit Enderperlen saven kann. Weil die Falle muss wirklich dieses 700%ige Save sein. Nicht, dass sich wieder hier jemand rettet, wie Platin beim letzten Mal. Flo darf sich auf gar keinen Fall, muss unmöglich sein, sich zu retten. So, ich brauche 4 mal 32 pro Seite. Das heißt 2 Staggeronis. Das heißt, das Holz, was ich hier erfolgreich gefarmt habe, war natürlich wieder nicht genug. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen. Okay, wir haben 2,5 Stacks sogar. Die Nacht bricht an. Das heißt, wir können jetzt die ganzen Wände aus... Nee, warte mal. 2, 2, 2, 2. Nee, doch, heute. Ich habe kurz überlegt, ob ich nicht mehr Wände brauche, weil ich ja die äußere Wand mache. Aber das müsste eigentlich doch alles hinhauen. Ich muss dann nur aufpassen, dass ich nicht in meine eigene Falle laufe. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Terra machen wir am Ende. So, also wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wie komme ich jetzt am einfachsten in meine Falle rein? Ich glaube hier rein, oder? Oh, hier, wenn hier jetzt ein Creeper explodiert, an meiner fertigen Falle, ne, da kriege ich einen Kollaps. Ey, ich habe gerade auch gar kein Bett mehr, ich kann nicht schlafen. So, wie komme ich da rein? Wo war denn mein Gang? Hier. Oh, das ist schon sehr gefährlich mit dem Dripstone hier, ich sage ehrlich. Jetzt brauchen wir Spitzhacke und Werkbänke. So, und jetzt geht's ab. Ah, ich muss ja den Boden auch aus Werkbänken machen. Warte mal, das habe ich ja gar nicht bedacht. Die mache ich schön in die Offhand. Und jetzt geht's ab, Leute. Jetzt mache ich hier schön jede Ecke mit Werkbänken voll. Alle 4 Seiten. Ja gut, hier, also ich muss ja nicht bis zum äußersten Rand Werkbänke machen. Weil so schnell wird der, also er wird ja nicht in einer Nanosekunde reagieren. Also wenn ich es ab hier mache, das sind 4 Blöcke. Das ist nicht mal eine Sekunde, glaube ich, wenn man da fällt. Das passt schon. Ab hier machen wir Werkbänke. So. Das sieht schon wirklich kriminell aus, ne? Zweite Wand fertig. So, wir machen weiter mit der dritten. Das geht Schlag auf Schlag. Und ich habe ein bisschen zu hoch gebaut. Aber ist eh auch ganz gut.
Falls er mit Full Dia Prot 4 kommt und Federfall, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dritte Wand ist damit auch fertig. Jetzt klettern wir hier mal ganz kurz raus. Ich brauche nämlich noch mehr Holz. Verdammt. Ich brauche ja noch Schilder. Ich muss ja alles mit Schildern noch vollhauen. Okay. Ich brauche unbedingt Mending für meine Axt. Die macht's nicht mehr. Und ich möchte keinen einzigen Dia mehr für Reparieren ausgeben. Ich bin doch der Mending-Profi, ey. Habe ich eigentlich, Leute, ich weiß gar nicht, wer das unter die heutige Episode gepostet hat, bin ich eigentlich der Spieler mit den meisten Mending-Büchern auf dem Server? 5 Stück. Also Einzelspieler. Was wollen Sie? Aber lassen Sie das. 5 Bücher das ist schon viel für eine Person, ne? Aber, ja. Die Frage ist, guckt mal. Ich werde mir auf jeden Fall noch, also was brauche ich noch für Mending? Klar wie Kloßbrühe. Ich brauche hier noch Schwert, Axt und Dreizack. Ja, eigentlich alles, was Dias kostet, ne? Klar könnte ich jetzt auch Armbrust machen und so. Ja, könnte man vielleicht. Das Ding ist, es kostet mich ja nichts. Ich kann es ja unendlich farmen. Klar, Armbrust, warum nicht? Wie viele Schilder brauche ich denn? Wartet mal. Das sind ja eigentlich nicht so viele, oder? Ich habe 4 Felder. Und das Ding ist ungefähr 50 hoch. Das heißt, ich brauche 200 Schilder. Ach du heiliger Scheiße, das ist ja übelst viel. Oh, Brexit will irgendwas? Yes. Das ist ja ein Verbündeter, Leute. Da müssen wir natürlich antworten. Ja, ich habe jetzt ja schon eine Menge Schilder. Ich muss das ja auch nicht bis ganz hoch machen. So schnell wird der Enderperle eh nicht ready haben. Das passt schon. So, wir wollen aber dieses Mal wirklich eher auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass es wieder wie beim letzten Mal ist und dann saved sich einer, weil ich da zu sehr an Zeitstress war. Dieses Mal machen wir die wirklich perfekto compuesto, diese Falle, dass die wirklich absolut ausbruchsicher ist. So, mal sehen, was der Brexit jetzt will. Ich vermute mal, die haben irgendwie Krieg mit dem Paulberger Atzen, ey. Da müssen wir mal gucken. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier fehlt noch eine Werkbank. Perfekt, dann haben wir alle Seiten fertig. Jetzt muss ich eigentlich das Wasser wegmachen. Wir müssen das Wasser wegmachen. Ab jetzt wird es brandgefährlich, Leute, ich sage ehrlich. Ja. Ab jetzt ist man tot, wenn man hier runterfällt. So, ich brauche Werkbänke, Schilder, die Dripstones. So, und da müssen jetzt Schilder halt drauf, ne? Oh Gott, das wird so crazy. Das wird jetzt ein bisschen dauern, Leute. Oh mein Gott, das wird so krass, glaube ich. Kannst du zur Brücke? Habe eine Frage. Wollen wir Gruppe gerade ungünstig mit Brücke? Ich baue nämlich gerade eine Falle. So, Wasser ist weg. Ab jetzt ist die Falle tödlich, Leute. Das heißt, ab jetzt darf man hier nicht mehr reinillern, ey. Keine Scheiße bauen, wenn sie nicht runterfallen. So, so. Mit jeder Schicht steigt der Schaden, den diese Falle macht. Muss dir dabei in dein Gesicht schauen, ist wichtig. Schreib mir einfach, okay, gib mir 10 Minuten. Er muss mir in mein Gesicht sehen? Haben Gommo und Reini irgendeine Scheiße gebaut mit den Traumpiraten? Haben wir irgendwie mit denen jetzt auch noch Beef? Das könnten wir wirklich nicht taggen. Dann haben wir nämlich mit dem ganzen Server Beef. Wir brauchen doch zumindest auch einen Verbündeten. Anti-Helden und Paulberger Ritter sind doch schon unsere Feinde, ey. Wir können nicht noch mal Feinde gebrauchen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mit Schildern sieht aber gut aus, glaube ich. Ich habe noch eine Menge. Oha, guck mal, wir sind schon fast oben sogar. Das ging ja doch schneller als gedacht. Habe ich ja sogar zu viele Schilder gemacht. Da oben sieht man es richtig schön. Der Honig und der Slime-Block, ey. Geil. War ich bin so gespannt, ne? Ob die Falle hinhaut. Die ist halt 100%. Enderperlen safe. Alles safe. Also du kannst hier nicht entkommen. Wenn du einmal hier reingefallen bist, bist du auf jeden Fall tot. Du kannst dich nicht safen. Du kannst keine Enderperle schmeißen, du kannst mit nichts interagieren, weil du dauernd Werkbänke, Schilder und alles öffnest. Nichts kann dich retten hier. Die einzige Möglichkeit, wie man sich hier retten könnte, wäre mit einer Werkbank durch die Wand sich zu buggen. Das geht aber in dieser speziellen Falle hier nicht, weil da sind ja Blöcke. Also wenn das jetzt einfach eine Pipe, also wie so ein Rohr wäre, wo ringsherum nichts ist, dann kannst du dich durchaus, wobei das ist auch fast unmöglich, aber kannst du dich schon mit einer Enderperle durch die Wand buggen, das geht. Oder in die Wand so reinbuggen, damit du Blöcke platzieren kannst, ja. Aber das geht in dieser speziellen Falle hier natürlich nicht, weil hier sind ja überall Blöcke. Also hinter der Werkbank ist ja Stein, weil ich habe mich ja in den Boden reingegraben. Deswegen ist das hier auch full on safe. So. Und wir sind jetzt hier auch gleich an der Spitze, dann sind wir fertig. Dann machen wir noch einen Testdurchlauf oben, damit ich auch sicher bin, dass alles hinhaut. Dann platzieren wir den Crying Obsidian, den haben wir hier, den wichtigen Block. Und dann geht's ab. Und die Falle ist fertig, meine lieben Freunde. Komme ich jetzt hier nochmal raus? Verdammt. Warte, ich muss mich hier kurz rausgraben. Perfekt. So, das wollen wir natürlich auch noch alles zu haben hier. Bup, bup, bup. Bup, bup. So, damit ist die Falle offizieller... Oh, schon nach den ganzen Tag durchgeackert, ey. Damit ist die Falle offizieller Mente fertig. So.
Jetzt müssen wir nur das Ganze hier noch, Ja, Problem ist, wenn ich jetzt den Crying Obsidian Block da platziere, ich Idiot, dann habe ich die Falle ja ausgelöst. Aber dann kann ich es eigentlich direkt testen. Das heißt, finaler Test jetzt. Wird die Falle mich in die absolute K.O.-Mäßigkeit befördern? Und... Bap! Oh, ja. Perfekt, die Falle ist scharf, Leute. Muss ich nur kurz reparieren, weil irgendwie nach einmal benutzten buggt die sich ein bisschen kaputt. Ist aber vom Prinzip her ja nicht schlimm. Sie soll ja nur einmal funktionieren, ne? Oh Gott, ich habe mich gerade fast selbst in die Falle reingebackt. Scheiße. Wir müssen echt ein bisschen vorsichtiger sein hier. Damit ist die Falle offiziell scharf und ready. Jetzt müssen wir nur noch Terraform, weil Stand jetzt, naja, da ist eine Redstone-Fackel, da sind Kooperatoren. Das ist natürlich ein bisschen auffällig, ne? Aber warte mal, die Seite muss man ja auch noch reparieren. Ist leider immer ein bisschen kritischer hier. So, Falle ist offiziell scharf. Geil. So, jetzt müssen wir aber unsere ganzen Spuren verwischen hier. Das darf man hier alles natürlich nicht sehen. Das heißt, die Werkbank kommt weg, der Ofen kommt weg. So, Schritt Nummer 1. Größte Problem ist das hier. Da muss ich mit Stufen arbeiten. Das heißt, da benötigen wir... das hier ist natürlich am schwierigsten zu verstecken, aber ist vom Prinzip ja gar kein Problem. Denn hier sind ja eh Stufen verbaut. Das ist absolut nicht auffällig. So, wir sind ja sogar komplett Normalstufen. So, passt. Nice. Da müssen wir das noch ein bisschen so wild machen, damit das so ein bisschen gegrieft aussieht. So. Und dann irgendwie, so. Ja, das sieht komplett real aus. Also, holy moly, sieht das real aus. So, up und tot. Geil. Da kommt ein Block hin. So, jetzt müssen wir halt alles auffüllen. Da brauchen wir eine Menge Erde, denke ich. Und ich werde das eigentlich prime mit Erde alles auffüllen. Ich werde da komplett nur Erde nehmen, denke ich. Lass mich mal ganz kurz eine... Ich will jetzt ja halt nicht die ganze Zeit diese Werkbank da platzieren. Ich benutze mal die hier hinten. Lass mich mal ganz kurz eine Steinschaufel machen. Ich habe gerade leider keine bessere. Was meint ihr, wie viele Blöcke brauche ich, um das zu terraformen? Ein Stack? Ich mache ja alles hohl. Das ist ja mehr Schein als Sein, ne? Das ist ja nur eine Fassade quasi. Das muss ja nicht gefüllt sein. Da drin ist ja das Redstone. Ich fahre einfach mal so 48 und dann schauen wir mal rein. So eine geile, unausweichliche Falle, ne? Aber ich muss mir das nochmal von oben angucken. Ist das wirklich? Ne, es ist ja über den Kommentar. Die eigentliche Falle ist ja mein Kommentar. Das heißt, er wird natürlich auch gar nicht vermuten, dass hier eine Falle sein könnte, weil ich habe ihn ja nirgendwo hingeschickt. Er selber hat es ja herausgefunden. Das macht diese Falle ja so gefährlich. Das heißt, er wird natürlich auch gar nicht so... Das sieht full real aus. Das sieht halt, also so sieht halt ein Room Portal aus. Das kannst du 0,0 erkennen. Geil. Problem ist, hier fehlt die Kiste, ne? Ja, aber das ist nicht so sass. Die Kiste war ja eh weg. Das passt schon. So, okay. Jetzt müssen wir die ganze Bütze hier terraformen. Also, das heißt, das muss auf jeden Fall versteckt werden. Check. Das hier muss versteckt werden. Check. Das würde ich dann einfach so machen. Und so. So. Und so. Perfekt. Und so. Nice. Und dann das Ganze hier. Muss natürlich jetzt Gras wachsen. Da muss erstmal Gras über die Säure wachsen, nur. Das war schon so abgehackt. Ich würde das ehrlich gesagt auch so lassen. So sah das ja im Originalen auch aus. Muss man nur ein bisschen schauen, dass das Gras hier halt hinwächst. Aber das geht für gewöhnlich relativ schnell. Und dann haben wir die Seite hier schon mal unsichtbar. Aber das darf natürlich nicht so aussehen. Dann sieht man, dass die Blöcke platziert sind. So. Boah, hier wächst schon das Gras. Perfekt. Okay, jetzt hier vorne. Ja, das würde ich halt... Ja, ich brauche schon eine Schicht Netherrack, würde ich sagen. Das ist schon wichtig. Das heißt, wir schnappen uns hier mal das Ganze zurück. Mal, den kann ich ja auch abbauen. Den sieht man ja nicht. Geil. So, noch ein bisschen mehr. So. Das muss natürlich hier ran. Ist klar. Das muss ja alles versteckt sein hier. So. Papp. Und papp. Damit das Ganze hier nicht auffällt, müssen wir das natürlich runterziehen. Dann sieht das Ganze so aus, würde ich sagen. Und boah, da ein Erdblock so rein. Ja, das sieht richtig gut aus. Passt. Hier würde ich auch eher so Erde platzieren. So, passt. Mann, diese Magma-Blöcke, ne? So, passt auch. Dann ist das alles schon mal unsichtbar. Hier machen wir natürlich auch dann einfach diesen. Perfekt. Hier ist halt ein bisschen, warte mal, das muss, glaube ich, auch hier noch, das ist ein bisschen viel Erde hier, glaube ich. Da sitzt ja dann noch alles Gras. Aber ich denke, das ist ein bisschen auffällig. So, passt. Ja. Doch, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig stark aus. Wenn das erstmal alles gewachsen ist, ist das perfekt, sage ich. So. Jetzt haben wir hier als letzte Position noch. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Warte, wir machen mal das am besten weg. Das sieht sehr, sehr... Okay, wir müssen jetzt halt noch hier ein bisschen chillen, bis das alles gewachsen ist. Aber ich finde, das sieht picobello aus, ey. Guckt euch das mal an. Vielleicht können wir noch... Warte mal, das finde ich vielleicht noch ein bisschen sehr massive hier gerade.
Dann könnten wir hier noch 3 Erde hinmachen, die ich aber gerade nicht habe. Verdammt. 1, 2, 3. Dann sieht das noch so ein bisschen aufgebrochen, realistischer aus. Perfekt. Das muss connected sein. Oh, das darf mir natürlich nicht passieren. Da habe ich gerade meine Falle kaputt gemacht. Wie auch immer das passiert ist. Boah, das sieht so clean aus. Also da wird ja niemals was vermuten. Es muss nur das Gras da. So dupp, 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 dupp. Wenn das alles Gras ist, perfekt. Ich hoffe, das spreadet so über die Kante. Aber müsste eigentlich schon, oder? Wir werden es auf jeden Fall früher oder später rauskriegen. So, ich habe ein bisschen Angst, dass das hier war. Lass mich noch mal ganz kurz die Falle kontrollieren. Okay, das sieht perfekt aus. Sehr schön. Eine Ewigkeit später. Flo ist gerade online gekommen. Er müsste also eigentlich, ich weiß nicht, ob ich hier so gut stehe. Ich weiß halt jetzt auch nicht, von welcher Seite er kommt. Aber wenn er von seiner Inselseite kommt, müsste er genau durch diese Lücke da kommen. Weil das ist, er wird jetzt halt nicht über den Berg reiten und von dort, das macht keinen Sinn. Weil das ist Ende unserer Seite. Also er müsste eigentlich von da kommen, wenn er ganz normal von seiner Seite rüberkommen würde. Und, oh, ich dachte, da links ist er. Das ist aber eine Biene. Und da müssen wir auf jeden Fall uns bemerkbar machen, bevor er anfängt, den Obsidian-Block abzu... Na, wobei, wenn er einfach hinrennt und den abbaut, das wäre es ja eigentlich auch geil, ne? Aber wäre es nicht eigentlich sogar besser, das habe ich gar nicht bedacht, wenn er den einfach instant abbaut? Das wäre ja noch safe, oder? Aber ich will den auch ein paar Hits geben. Da geht es ja nicht nur um die Falle, da geht es auch ein bisschen um den Spaß. Ein bisschen Hits machen, ein bisschen Damage. Ich meine, ich habe Mending. Mit jedem Kampf, den ich mache, gewinne ich Material. Ich ziehe Diamanten, weil... Oh, da ist er, da ist er. Ich muss mit dem Bogen schießen, damit er mich sieht. So. Ey, Flo, das ist mein Obsidian. Hau ab. Nein, was macht der denn jetzt? Ey, sag nicht, du hast auch den Kommentar gelesen. Ja, zieh mal lieber ganz schnell die Dia-Rüstung an. Das ist mein Obsidian. Junge, Full Trim. Okay, Ben, jetzt machen wir Action. Nein, der hat wieder die Raketen, Junge. Komm Ben, her, wir müssen Flo. es klären, Ben. Oh mein Gott. Ich werde dir dieses Ding nicht einfach so lassen. Das kannst du aber wissen. Ich habe eine Alter, volle das hat ja Mending-Rüstung, coole Flo. Was hast du? Ich hab nicht mal Feueraspekt. Aber für wichtig hier. Oh. Dann schön Ja, Flo, die Taktik hat schon zu helfen. Oh mein Gott, was hast du mit meinem Schild? Wie viel hast du von den Dingern? Alter. 7,6. Oh mein Gott. Ich muss tänzeln. Alter, du schießt ja unendlich. Oh mein Gott. Boah, Junge, die spitzt ja an. Man kann ja gar nicht fighten gegen dich. Das ist übelst die OP-Taktik. Was ist das denn? Alle haben den Crossbow unterschätzt. Komm, Zombie, du bist auf meiner Seite. Nein, was mit der Zombie? Ja, jetzt packt ja das wieder aus. Ist das krass. Das ist ja, das muss ich tatsächlich auch mal überlegen, das im Kampf zu benutzen. Das ist voll die Secret-Taktik. Nein, mach das Try-Hobby. Du checkst nicht. Ja, ich will auch hier einen Anchor bauen, Flo. Du bist nicht der Einzige, der das geübt hat. Aber ich muss sagen, du hast mir hier gerade eine OP-Taktik verraten mit diesen Dingern. Das ist schon sehr, sehr strong. Wie viel hast du noch? Wie viele Raketen, Flo? Sei ehrlich. Das war nicht gelogen. Du hast... Oh, ja, okay. Taktischer Rückzug, Leute. Wir machen den Rückzug. Von wegen den Rückzug, Alter. Und jetzt baust du schön das Crying Obsidian ab, Kollege. Alter Schwede. Das ist ja übelst OP. Also das ändert die ganze... Der hat das Spiel auf mich geschossen? Das ändert ja die ganze Meta, oder nicht? Weil du... Es hat geklappt, meine Freunde. Es hat geklappt. Ich habe gar nicht zugeguckt. Oh Mann, ey. Ich will wenigstens seine Leiche noch sehen. Jetzt habe ich es gar nicht mitbekommen, ey. Aber die Falle hat 1 geklappt. Ich hatte gerade kurz so ein bisschen gehofft, dass ich einen Herzkill gemacht habe. Er ist halt gestorben, während ich noch im Fight war. Aber ich glaube, sein Fight war schon vorbei. Wo war denn meine Falle? Ich finde die gerade gar nicht mehr, ich Idiot. Ah, da. Das Ding ist, ich muss halt meinen Crying Obsidian mitnehmen. Den lasse ich da jetzt nicht liegen. Der ist zu wertvoll. Ich muss aufpassen, dass ich da jetzt auch nicht selbst reinfalle. Das wäre nämlich gar nicht so geil. Ach so, ich habe mich gerade gewundert. Meine Falle geht ja von selbst wieder zu. Ich Vollidiot. Ich dachte, hey, wieso ist denn der gestorben? Die hat doch gar nicht funktioniert. Aber meine Falle geht ja von selbst wieder zu. Hab ich ja gar nicht bedacht. Hat er das aufgesammelt? Mann, aber das sind viel zu wertvolle Blöcke. Die kann ich hier gar nicht alle liegen lassen, ey. Was ist denn hier los für eine Monster-Invasion, meine Güte, ey? Okay, das war die Rache an Flo. Jetzt ist es an ihn, ein Friedensangebot zu machen, sage ich. Na, warte mal, ich will aber den Slime und den Honig, den würde ich schon gern behalten, muss ich ehrlich sagen. War das denn schon? Ja, ich will jetzt auch nicht sterben. Hau mal ab, ey! Gut, die Sangs, diese Sticky Pistons und so weiter, das habe ich ehrlich von Flo geklaut, bin ich ehrlich, von seiner letzten Falle. Die Komparatoren, die sind relativ teuer, die würde ich dann gerne mitnehmen. Und da klingelt es an der Tür in einem denkbar ungünstigen Moment. Und ich zisch ab. Tschüssi. Aber können wir mal ganz kurz über den Kampf reden, den ich mit ihm hatte? Diese Raketen, das ist eine Meta, oder nicht?
es ist jetzt nicht so, dass es macht schon Schaden und du kannst es halt besinnungslos spammen. Also ich glaube sogar ich meine im Nahkampf und so weiter, die sah sehr, sehr gut aus von mir. Brauchen wir nicht drüber reden, das sah sehr schmacko aus, da habe ich ihn gut gegeben. Aber ich denke, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den Fight gerade gewonnen hätte, weil wenn er wirklich einen Stack Raketen hatte, und ich meine, das ist jetzt kein Weltwunder, einen Stack Raketen zu haben, dann bin ich mir relativ sicher, dass er meine Rüstung komplett kaputt gedraint hätte. Ich war, glaube ich, schon auf 80% Helm. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, ob wir da vielleicht nochmal unsere ganze Taktik dahingehend ändern sollten, dass das wirklich ein Raketenwerfer-Battle wird irgendwie. Weil das Krasse ist, du kannst ja auch mehrere Leute damit gleichzeitig treffen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen. Wir wollten uns ja noch mit Braxis treffen, der irgendwie ein wichtiges Gespräch unter 4 Augen führen wollte. Ich vermute mal, der wird auf seinem Braxis-Bild League. Das ist crazy. Weil er wahrscheinlich auf seinem Piratenschiff sein wird. Steht er doch schon da hinten, oder nicht? Nee, das ist eine Tür. Oh. Ah, da stehen sie doch schon. Hä? Ryan? Was macht Ryan? Achso, Ryan ist ja Traumpirat, ganz vergessen. Nein, Bro, nein. Bro, Yami hat mich in eine Falle gelockt. Ich werde safe da. Hey, was geht? Ich wollte nur sicher Yo, gehen. hallo, Banks. Braxis, du wolltest unter 4 Augen sprechen? Ja, aber er kann ruhig dabei sein. Ich vertraue ihm. Boah, ich Ja, vertraue wir den sind gar Traumpiraten, wir nicht. vertrauen einander. Was? Warum kommst du mir so jetzt? Du bist ja der Einzige, der mit Dia-Rüstung hier steht und uns bedroht mit dem Schwert. Ich stehe nicht nur mit Dia-Rüstung, ich stehe da auch mit dem Auge, der Herzwächter und Full Mending. Oh. Wow, okay. Hey, Jodi, was soll ich wieder abbauen? Hier, schenke ich dir. Warte, ich muss kurz Das meine, ist jetzt eine ich muss kurz meine Schere suchen. Hier, bitteschön. Danke. Ja, was Okay, wolltet ihr denn klären hier? Okay. Also, Banks, ich glaube, viele haben mir gesagt, dass ich dir vertrauen kann und dass du eine ehrliche Haut bist, okay? Wer hat das denn gesagt? Ja, bin ich natürlich, ja. Viele haben mir Also das ich würde gesagt. niemals hier lügen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Hier wurden einige Schilder verteilt, dass jemand mein Gesicht liegt. Ja, das habe ich vorhin gelesen, auf der anderen Seite steht noch eins. Die haben die wirklich überall verteilt und anscheinend hat jemand ein Bild von mir und der Einzige, der mich persönlich kennt, ist Sue. Der hat auch ein Bild mit mir. Jetzt wollte ich dich fragen, hast du irgendwas mitbekommen oder jemanden Das ist gesehen, krass. der irgendwelche Schilder platziert Nee, hat? ich habe Sio schon länger nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also Okay, aber sonst hast du nichts da gehört, habe nichts ich mitbekommen? keine Infos. Nee, ich weiß nur, dass auf der anderen Seite noch so ein Schild steht. Das habe ich gesehen. Ja, die aber, haben die wirklich überall verteilt, ne? Also, aber du weißt und- nicht, wer es war, oder wie? ich weiß nicht, ich will jetzt ich will herausfinden, wer jeder Das ist sagt, krass. ich war es nicht, ich war es nicht. Natürlich sagen die, ich war es nicht. Und ich dachte, ich kann. Ja gut, kann aber nur wir so sind ja gewesen sein, verbündet. Also ja, das. eben. Nee, also ich kann relativ sicher sagen, dass es. Also Gomme war es auf gar keinen Fall. Also da bin ich Ja. mir ziemlich sicher. Und Ryan würde mich schon auch sehr überraschen. Okay. Also Ja, wir ich wüsste auch nicht, als die woher er ein Bild von mir Herzwächter hat. sind da raus. Haben wir gar nichts Okay. gemacht. Okay. Aber das waren doch Also, safe die Polberger Ritter, oder nicht? Naja, mit denen hatten wir ja was zu tun, aber die sagen, die waren es auch nicht. Und Ente hat gesagt, Eigentlich guck sind mal, wir auch gut jetzt mit denen. ja eben, vor allem Ente sagt ja, ey Bro, ich zeig mich selber nicht, warum sollte ich dich liegen? Das wäre ja voll ehrenlos. Und da gebe ich ihm schon recht. Das heißt, ich Ja. glaube, es war Yami oder OG Christos, mein eigenes Teammitglied. Aber der ist doch bei euch. Ja, aber Ryan, erzähl ihm das ruhig, was du gesehen hast. Also erstes Wie Mal hast ist du das mich genannt? Ryan und nicht Riley, Ryan, aber. sorry, ich bin gerade selber ein bisschen sehr aufgeregt. Okay, glaub, das ich kannst du kann es verstehen. ihm erzählen, aber wir sind ja eigentlich, will ich nur nicht, dass das so die öffentliche Runde macht. Ja, ich verrate Nur das das keinem. Nur das mit den Schildern kannst du ihm Okay, erzählen. okay. Gut, mit den Schildern. Ah, okay, Ja. dann ja, ich erzähle nur das. Und zwar habe ich gesehen, wie Oji hier bei dem Schild stand und es sah so aus, als ob er das platziert hat, also mit dem Face Leak, als ob er das geschrieben Ja, hat. vielleicht oder ist er platziert mad, und weil dann er wurde ja weggerannt ist. gekillt. Der hat ihr Herz verloren. Er sagt, Ja, er hat das das stimmt. freiwillig gemacht. Er hat sich geopfert für uns. Das ist seine Begründung. Eigentlich schon. Ja, weil er sich selber gestellt hat. Ja, und kann ich dir vertrauen, Ben? Ja, natürlich. Ja, ich habe auch gehört, dass Oji eventuell mit Yami gut ist. Das versuche ich hier noch herauszufinden gerade. Ja, also ich hatte da ja auch Infos aufgeschnappt hier auf dem Server, dass da was am Kommen ist. Ja, das würde natürlich, würde Sinn machen alles, ja. Ja, das wäre echt bodenlos. Ja, dann klingt das gar nicht so abwegig, dass der die Schilder hier platziert hat, sage ich. Ja, das glaube ich auch. Deswegen Aber will ich mich um das so wirklich zu fernhalten. verifizieren, also ich brauche da ein paar mehr Infos, wenn ich da auch mich umhören soll. Da brauche ich erstmal ein Bild von dir, Braxis, damit Schicke ich dir privat. ich da Versprochen. auch auf Nummer Das bräuchte ich auch einmal. Ja, du jetzt auch. ja, Ne, ja. natürlich. Von dem Ich glaube, anderen. ich kann euch nicht mehr vertrauen. Geil. Ja, okay, gut. Aber ich werde mich umhören. Aber wir als die Herzwächter sind da, wir haben da nichts mit zu tun, sage ich.
Okay. Aber ich vertraue dir tatsächlich. Und wenn nicht, sehen wir uns. Und dann heißt Ey, wir sind doch verbündet, warum drohst du mir jetzt? Zeit für ein Duell. Nein, Spaß. Ja, okay. Wir haben schon mal gefightet. Nicht. Oh, Oh mein Gott, Attentat! Junge, das waren die anti Ey, das war die Brücke von Ryan. Ich meine Ryan. Alter. Oh. Was? Ich glaube, das mache ich jetzt so. Ich nenne dich jetzt immer Ryan und Ryan nenne dich immer Ryan. Nein, bitte nicht. Boah, Brexis hat mich angegriffen. Wartet mal. Hä? Eine Kiste? Alter, Chorusfrüchte. Die nehme ich mit. Oh, ich Nein, kann ich nichts bin im öffnen, ich bin im Kampf. Jetzt gehört die Kiste ihm. 20 Redstone-Blöcke. Oh, das schmeckt, ey. Ehrlich jetzt? Ja. Ich kann nicht reingucken. Hast du ihn mitgenommen? Diebstahl. Ne, da ich ja nicht weiß, wem es gehört, ist ja auch kein Diebstahl. Ach so, ja dann. Ah, stimmt, das noch war ja eine meine Sekunde Kiste. Kampf. Kann man so Ein drauf Schatz, geiern. Eisenhose. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So, als Zweitrüstung, aber nehme ich nicht raus. Na gut, Leute, da würde ich mich erstmal verabschieden wieder. Okay, und ey, Falls ihr Jo. irgendwie wenn du Hilfe irgendwas braucht, hörst- ne, könnt ihr jederzeit Bescheid sagen. Okay, und wenn du irgendwas hören solltest, bitte melde dich bei mir. Ich will denjenigen, der das gemacht hat, ich will sein Herz ziehen. Oha, Herz. Oh. Ja. Aber das würdest geht du direkt- jetzt, das wurde würdest du mir jetzt zu OG persönlich. Christos das Herz ziehen? Oh, Er das hat ist dann sein keins letztes, ne? Das ist sein letztes. Und sollte er es gewesen wär sein, krass. verspreche ich euch, hau ich ihn aus dem Projekt raus. Boah. Sollte er es gewesen sein. Oh, Werde dich dran erinnern. Okay, aber wenn ihr was hört, kommt bitte zu mir, ja? Okay. Okay, bis Ich werde später. noch weiter Leute Tschüss. jetzt verhören. Tschüss. Okay, Ryan hat ja gerade so. Nee, wartet. Ryanie, wir müssen ja die Namen tauschen. Hat ja gerade durch die Blume so bestätigt, dass wir ja beim letzten Anti-Anti-Helden-Meeting besprochen haben, dass er sich ja schlau machen sollte, ob der OG Christos da dieser mysteriöse neue Member ist des neuen Anti-Helden-Clans. Und das scheint sich ja bewahrheitet zu haben. Zumindest hat er das ja gerade gesagt. Das hat er so durch die Blume gerade ein bisschen mir versucht zu verklickern, ohne dass jetzt halt Draxus merkt, dass wir da. Oh nee. Ja. Flo, so sieht man sich wieder. Dreckiger. Wie fandst du den Krang Obsidian? Also ich hab den jetzt, also ich bin zufrieden. Ey, warte mal. Junge, du wusstest doch, dass man die Trade noch kann. Ja, aber das ist voll aufwendig. Aber wer hat die Falle da gebaut? Check ich gar nicht. Junge, das war überkomisch, die Falle. Junge, mein Kopf ist irgendwie in der Höhle 50 Blöcke weit weggespawnt. Ich muss mich graben. Tja, Flo, was hast du davon, wenn du dich mit ihr anlegst? Ben, wir müssen das klären. Ja, ich glaube, wir haben da jemanden als gemeinsamen Feind. Wen? Ich habe eine Menge Feinde, muss ich ehrlich sagen. Die Anti-Helden. Boah, ja. Na, eigentlich nur einen hauptsächlich. Ben, das war manipuliert. Wir müssen demnächst unbedingt reden, aber davor muss ich noch etwas Wir machen. müssen der okay? Schlange den Kopf abschlagen, weißt du? Ja, ja. Das war's mit der heutigen Minecraft-Helden-Episode. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, da würde ich mich unendlich freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao!